Hello World! Ich habe es endlich hingekriegt. Bei meinem DJI Osmo Pocket war irgendwas verstellt. Es hat eine Weile gedauert. Habt ihr nicht mitbekommen, weil das ist ja das erste Video, was ich jetzt aufnehmen kann. So, ich bin am Computer und muss etwas für die Epicon vorbereiten. Wir haben da einen Workshop, einen Schwertkampf-Workshop. Der ist ein bisschen mit Erklären, worauf man achten muss beim Showfight allgemein. Und später noch eine kleine Demonstration. Und für die Demonstration bereite ich einen Soundfile vor. Ja, jetzt, wo ihr das Video seht, kann ich es ja ruhig verraten. Der Trick ist nämlich, dass ich auf der Bühne so tue, als ob ich diese Choreografie gerade erfunden hätte. Aber das Soundfile und die dazugehörige Choreografie, die gibt es halt schon. Und deswegen haben wir überhaupt das Soundfile. Und am Ende artet das ein bisschen aus und wir kloppen uns dann richtig und Crashglas und so. Aber fürs Publikum im ersten Moment denken die, was geht denn da ab? Ja, die haben das doch gerade erst hier erfunden, die Choreografie, und jetzt geht's voll rund auf der Bühne. Das ist quasi das, was dahinter steckt. So, ich schneide das mal schnell zu Ende. Das bedeutet, das Video schnell zusammenbasteln und Soundeffekte auf die Bewegungen draufsetzen und auch ein paar Cues, damit man weiß, wann die Soundeffekte anfangen. Das ist aber ganz easy. Ich werde es euch später zeigen. Ich weiß nicht, ob es in diesem Video passieren wird oder im nächsten, aber ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Okay, gut. So, das Packen neigt sich dem Ende. Hier ist ein bisschen Supplements und Elektronik-Kram. Ich nehme vor, ich habe mal eine ganze Box mit. Lautsprecher, Anlagen, Box-Dingens. Wir haben ganz viele Klamotten bestellt. Über die Hälfte wird natürlich zurückgehen, weil die Größen nicht stimmen oder es einfach nicht schön aussieht, wenn man es anhat. Und wir hatten keine Zeit, es anzuprobieren. Also die 2 Kartons nehmen wir jetzt einfach mit und probieren es dann im Hotel an. Da ist quasi mein Kostüm drin und Mayas und meine Klamotten. Ich habe gar keinen Bock auf Koffer. So, dann haben wir noch die Schwerter, Crashglas, Autogramme da unten und noch was ich jemandem zurückbringen muss. Das war's dann soweit. Haben wir alles? Also an Umzugskartons mangelt es uns auf jeden Fall nicht. Nee, da haben wir mal ganz viele gekauft. Ich glaube, ich habe 30 Stück auf einmal gekauft, obwohl wir schon... Achso, ja. Das stimmt. Kann man ja immer mal gebrauchen. Das was... Sorry, alles ich habe gerade einen Rockstar-Clown gegessen. Ja, dann ist sie mal total aufgedreht. Koffein ist so wie Kokain für Maya. Ich wollte gerade sagen, es ist immer blöd, wenn man zu zweit irgendwie im Bild sein muss. Ich möchte mit jemandem, wenn ich so hier sitze und will dich mit drauf haben, es geht nicht. Die Kamera müsste dir halt sagen, dass wir uns näher sein sollen. Ja, wahrscheinlich. Wir können ja unser Gesicht zu einem Gesicht morgen. Dann kommt die Kamera nicht mehr klar. Warte. Was ich sagen wollte, wir haben jetzt fertig gepackt. Nach 9 Stunden oder so. Obwohl es gar nicht so viel Zeug war eigentlich. Du hast aber nicht 9 Stunden gepackt. Ich habe 9 Stunden gepackt. Ja, ich hab geschnitten. Ich musste schneiden. Das habe ich euch gar nicht mehr gezeigt. Gurk. Kein Rockstar mehr für dich. Ein bisschen was da noch drin ist, Heute ist für nicht mich. mehr. Obwohl ich habe gerade 6 neue gekauft. Die sind ja wohl alle für mich fürs Wochenende. Ne? Ja, bei mir reicht das bis Sonntag. Ja, stimmt. So, wir fahren jetzt los. Sei ruhig jetzt. Benimm dich. Tschüss. Zimmer. Klein. Tuck, klein. Du bist nicht so klein. Jetzt schon. Und da bin ich im Spiegel. Guck mal. Wir sind angekommen. Wo da ist Tucki? Das ist der Nachteil im Face-Tracken. Ja, sie macht sich. Letztes Jahr war sie auch hier. Da war sie noch sehr winzig. Und hatte auch... Also am ersten Tag war eigentlich ganz cool, ne? Letztes Jahr. Da ist sie ja rumgerannt und so. Aber da war die halt auch noch so klein, die hatte dann noch nicht so wirklich Angst vor irgendwas. Ja. Das kommt ja leider immer erst später beim Rücken. Ich gehe noch was zu essen und bei Vapiano ist direkt um die Ecke, das ist nämlich voll gut. Und ich habe natürlich mein Skateboard mitgenommen. Kann ich auch schnell hinfahren. Guck mal, da ist ja die Niki. Echt? Oh Gott, wir haben hier Niki gefunden. Warte, jetzt muss ich aber darüber gehen und wieder mein Gesicht davor halten, damit ich auch Niki zeigen kann. So, dreh doch einmal die Kamera um. Warte, vielleicht kann ich auch so und so. Warte. Haha. Da ist die Niki. Guck. Notes. Ui.
Oh. Guten Morgen. Es ist Samstag, der erste Konntag. Wir haben, glaube ich, irgendwas vor 7. Ich wollte ca. 11 Uhr da sein. Das bedeutet, wir können noch schnell was essen und dann mit dem Make-up anfangen. Heute wird es Arthur Morgan. Ja, ich hätte gestern natürlich noch das Essen filmen sollen oder wie ich zu Vapiano gefahren bin und da wieder 1000 Leute getroffen habe, auch Leon Kiro. Und ich habe es natürlich verpennt. Das liegt aber daran, dass ich da noch nicht so drin bin in der Materie. Hallo! Hallo. Hallo! Und wie war es draußen? Kalt? War Ja. kalt draußen, Tuck? Ja, kalt. Sie freut sich auf jeden Fall sehr, dass sie wieder drin Das ist. stimmt. Tuck, zeig dich doch mal. Guck mal hier hin. Hier hin? Oh, da Ah ja, ist sie doch guck mal. schon. Oh, ich sehe das ja auf dem kleinen Display. Naja, jetzt wird er mal Frühstück. Ich habe hier Frühstück fürs Tier. Oh. Ja, kann ich Ist nicht so einfach, weil ich muss es mal mitnehmen fürs Zimmer und dafür 2 Leute alles auf ein Tablett kriegen. Ist nicht so einfach. Aber es gab zumindest etwas. Also Gurke. Und Paprika. Und Kaffee. jetzt. Nimm es doch mal. Riech Ach stimmt, das. Ja, ich mache jetzt mal hier so eine schöne Kamerafahrt übers Frühstück. 3, 2, 1. Mhm. 100% Arthur. Ich kann keinen Unterschied erkennen. Gut gemacht. Maya ist fertig mit ihrer Magic. Und ich sehe richtig cool aus, finde ich. Kann ich mal so sagen, weil ist ja nicht mein Verdienst. Ne? Es ist also kein Lob an mich selbst. Weil ich muss noch ein bisschen gucken wie Arthur. Moment. Warte, die Lippen ein bisschen breiter und Augen offen. Besser? Aber die anderen können das auch nicht Doch, du sagen. kannst genau jetzt sehen. Aber du kannst sie nicht hören. Das stimmt. Aber Sie können ja selber für sich antworten. Vielleicht haben jetzt welche zugeguckt und gesagt, ja, besser. Ich gehe jetzt rüber. Ich hoffe, ich komme an dieser Schlange da vorbei. Guck mal hier. Also gestern hieß es noch, dass ich irgendwo so besonders reingehen kann. Aber es hieß nur bis 11 Uhr. Das ist das Problem. Also diesen Eingang ist... Okay. Jetzt packe ich mein Täschchen und dann gehe ich da rüber. Jetzt ist es schon vorbei. Ich hätte gern mehr gefilmt, aber natürlich wie immer bin ich nicht dazu gekommen. Und Face-Tracking ist schon wieder aus. Das bedeutet, ich muss die Kamera jetzt selber dirigieren. Naja, aber im Wesentlichen war es genau das Gleiche. Also immer das Gleiche. Ich war einmal beim Q&A und dann danach gab es nur Fotos und Autogramme. Also genau das, was ich dann gerade hoffentlich, ich kann jetzt nur in die Zukunft reden, hier reingeschnitten habe in dieses Video. Ja, aber ja, die ganze Zeit halt, durchgehend. Die Schlange wurde auch nicht kleiner, bis zu dem Moment an, wo dann die Schlange mal geschlossen wurde. Und das war dann an 20 Minuten vor Schluss. Dann habe ich die Leute natürlich dann noch zu Ende gemacht, bis jeder fertig war. Und wie man hören kann, bin ich heiser geworden vom ganzen Reden. Nur normal reden, vielleicht ein bisschen lauter, weil da schon eine gewisse Geräuschkulisse da in der Halle ist. Aber nur von normal reden bin ich jetzt mal wieder heiser. Passiert mir eigentlich fast immer. Es wird auch morgen relativ okay sein wieder. Ist nicht so, wie wenn man sich, weiß nicht, übelst die Stimme zerschreit von irgendwas oder wegen irgendwas. Ist nur vom Reden. Aber halt stundenlang, ununterbrochen. Alter, wie schwächlich man eigentlich ist. Es ist nur Reden, es ist noch nicht mal anstrengend. Und trotzdem macht es die Stimme kaputt. So, ich gehe jetzt hoch, mich abschminken, dann mal wieder um was zu essen kümmern. Hier ist Vapiano um die Ecke. Da fahre ich dann mit meinem E-Skateboard hin. Und wahrscheinlich werde ich wieder alle anderen Con-Gäste und Besucher im Vapiano treffen. Wie immer. Die gehen immer da essen, aber wir könnten nicht da essen, weil wir unsere Hunde haben. Und ich muss es mal mitnehmen. Und ich gehöre da quasi nicht dazu. Aber so ist es leider. So ist mein Leben. Unglaublich traurig. Natürlich nicht, aber ist schon schade. Ich hätte auch mal gerne eine Party oder so mitgemacht auf einer Con. Auch schon seit, ich weiß nicht wie viele Jahren nicht mehr. Eines Tages vielleicht nochmal. So, jetzt erstmal hochfahren hier auf den Fahrstuhl, kommt gleich.
und dann duschen. Wir sehen uns gleich. So, Perücke schon abgezogen. Schon besser. Und schon die Additional Bartteile schon abgemacht. Weil Maya hat das ja hier ganz zugeschminkt. Ich habe ja diese freie Hautstelle, die ich ganz schön finde. Ich finde das immer schön, wenn das sich von der Lippe ein bisschen nach unten wächst und dann der Rest ist frei. Sieht irgendwie stylisch aus, aber Arthur hat das halt nicht. Ne? Deswegen Maya hat hier was dran geklebt und hier mehr dran geklebt, weil die Bartlinie von ihm weiter oben ist. Das habe ich schon abgemacht. Jetzt muss ich Mayas Kunstwerk komplett zerstören. Es tut mir sehr leid, weil ich weiß nicht, wie viel Arbeit das war und wie lange es gedauert hat. Aber ich kenne das ja auch von diesem Darth Maul Dreh, wo ich immer... Da habe ich ja selber das Make-up gemacht und 4 Stunden Arbeit abends dann immer zerstört. Das muss ich jetzt auch machen. Das tut mir immer in der Seele weh. Ich fange mal an. Ich habe natürlich Country laufen. Ich höre sehr gerne Country-Musik. Und jetzt fange ich erstmal easy an, ihr Kunstwerk zu zerstören. Und zwar die Farbe. Und was dann übrig bleibt, ist dann noch das Prozate. Dafür brauche ich Prozate-Entferner. Meine Augenbrauen sind übrigens noch immer sehr klein von Johnny Silverhand, von Keanu Reeves Original-Augenbrauen. Der hat ja sehr kurze, kleine Augenbrauen und wir haben die rasiert. Recht klein. Mein Bart ist auch noch voll geschminkt, aber das mache ich gleich unter der Dusche. Vor allen Dingen sind meine Arme voll geschminkt, wie man sieht. Momentan kein Tattoo sichtbar, außer da, wo sie es abgerubbelt hat, hier. Ja, und da geht es natürlich weiter. Aber das ist eine Arbeit, das abzukriegen. Thank God I'm a country boy. Der Prozate-Entferner funktioniert wirklich gut. Nichts anderes funktioniert. Aber Prozate-Entferner, ich meine, dafür ist er auch gemacht, funktioniert so einwandfrei. Es geht einfach ab. Super, das war einfach. Als wir jetzt den Kalender, den ersten Witcher-Kalender geshootet haben und ich die ganzen Prozate-Namen am Körper hatte, da waren wir ja so super tot, weil wir auch die Nacht durchgemacht haben, um alles aufzuschminken für den Schub. Dann den ganzen Tag noch geshootet, dann noch hingefahren nach Bielefeld, 2,5 Stunden geshootet, zurückgefahren. Wir sind noch nicht mehr zurückgefahren, wir haben uns dann ein Hotel genommen, weil wir es nicht mehr geschafft haben. Maya konnte dann zum Glück ins Bett fallen, aber ich musste noch 2 Stunden mindestens, ich glaube, es hat noch länger gedauert, meine Prozate-Narben entfernen. Und ich hatte keinen Prozate-Entferner, sondern ich habe Alkohol gehabt und viel Rubbelei. So, das Essen ist schon fast weg. Auch da wieder zu spät eingeschaltet. Und das war es relativ für heute. Big Bang Theory gucken wir dabei. Und ich trinke eine Cola. Yeah. Aber ich brauche eine Cola, immer beim Essen. Nicht bei jedem Essen. Aber das ist so wie andere ein Bier trinken, so brauche ich meine Cola für ein leckeres Essen. Gute Nacht sage ich nicht mehr. Später, bevor ich einschlafe. Deswegen sage ich das jetzt schon. Gute Nacht. Bis gleich. Der Yasin ist jetzt da, also schon seit 2 Stunden. Wir haben jetzt fast 2 Stunden geübt. Weil vorher haben wir gar nicht geguckt auf die Soundeffekte. Jetzt gehen wir rüber und dann fängt auch der Workshop eigentlich schon. Hast du die Schwerter? Nein. Gut. Ich wollte schon gerade sagen, ja, irgendwas fehlt noch. Ich habe vorher auf der Bühne, während das aufgefallen. Boah, shit. Ja, Okay. wir gehen nochmal zurück. Danke, Yasin. Sehr hilfreich. Gerne. Sehr hilfreich. Dann mache ich schon mal aus und wir machen an dieser Stelle weiter, wenn ich die Schwerter in der Hand habe. Ja, wir haben jetzt die Schwerter. Yay, danke Yasin nochmal dafür. Ja, jetzt gehen wir rein und gehen quasi direkt auf die Bühne. Also nicht ganz direkt, wir können noch unser Zeug weglegen. Okay. Und ich gehe nochmal auf die Toilette. Dann geht's schon los. Darauf zufahre, wo ich dann alte nur 8 machen muss. Nicht so, nein, 90 Grad muss ich gerutscht ein bisschen. So allen den Weg blockiert. Die Bullen kamen angefahren in der Szene, kennst du alle Autos, kamen nicht vorbei und ich würde einfach so einmachen, sofort zurück. So voll die Action-Szene. Oh, okay. Jeder hat das Problem. Also ich mache alles nur auf rechts, alles immer nur rechts.
Also das kommt so natürlich. Das Gute ist, wenn man so Choreografien macht, dann was so bam, bam, was machst du als nächstes? Das? Ja, okay, dann mache ich das. Dann funktioniert das schon. So, nochmal. 3, 2, 1. Bang, bang. That's it. Ho. Uah. Das geht doch. Ne? Einfach mal gucken. In der Regel, wenn man sich geduckt hat oder ist gerade ausgewichen irgendwas, dann ist man dann kurz im Vorteil, dann kann man was Cooles einbauen, bevor man wieder angreift. Weil der andere passt nicht auf. Es wäre jetzt langweilig an der Stelle, wenn ich das so machen würde. Machen wir mal. Ping, ping, ping. Und ich gucke mich. Haha. Das ist ja echt. Das finde ich. Hat jemand Darth Maul Apprentice gesehen, unseren Star Wars Film? Okay, gar nicht so viele. Ah, egal. Auf jeden Fall. Da ist dieser Angriff Lichtschwert. Ne? Wenn es jetzt ein Lichtschwert wäre, wo der Essi nicht so angreift und nicht so irgendwie boom, und so kille. Der hat gerade mit rechts angegriffen und im Film kill ich den halt so, ohne hinzugucken. Du hast gerade angegriffen. Greif mal an. Boom, dann stoppt der im Film. So, als ob man so sofort gefreezed ist. So. Ja, aber eigentlich, wenn du getroffen wirst, ist es trotzdem so. Oh! Mit dem Lichtschwert halt trotzdem ist mein Kopf ab. Ne? Wenn ich das cool treffe, so. Kopf ab. Ne? Genau dasselbe mit Mattes am Ende. Da ist so ein Lichtschwert. Ne? Ich treffe ihn auch so, wir sind so ganz nah beieinander. So. Oh, der ist tot. Und der hat ein Lichtschwert in der Hand. Ne? Und der hat dann noch die Zeit, zu seiner Schülerin hier hinter mir zu sagen, I'm sorry, bevor er umfällt. Viel besser wäre so, triff du mich mal. Oh. Wenn ich mir schon die Zeit nehme, irgendwas zu machen mit dem Lichtschwert in der Hand, eigentlich so ohne Kraft, aber so. Okay. Trash. Ja? Okay. Nochmal. Ja, okay. Das wird schon funktionieren. Machen wir noch ein bisschen weiter und dann geben wir mal dabei ein bisschen Gas. Man muss noch ein bisschen weiter erfinden. Ne? Einmal noch den, ein bisschen schneller. 3, 2, 1. Ich bin im Vorteil. Ich habe dich gerade weggekickt, jetzt bin ich der Coole. Ne? So, dann kannst du nicht ankommen, weil ich bin nicht so doof und warte so. Oh! Ja. So, dann bin ich hier so cool, so. Ausweichen, okay. Stabschwerter sehr gut, dann kann man sich nämlich auch trauen, sehr knapp vorbeizuziehen. Gucken. Okay, gucken. Ja, du hast dich geduckt, dann bist du im Vorteil. Ne? Das ist auch wieder er ist jetzt im Vorteil, weil er weiß, was er vorhat. Ich habe vorbeigeschlagen, bin voll verwirrt so. Oh, scheiße, vorbeigeschlagen. Oh, verdammt. Oh, okay. 3, 2, 1. Oben. Okay. Ja, machen wir einen Power Move. Okay, beides zusammen. Ich habe den anderen wieder vergessen. Na egal. Ah ja, Cross. Boom, boom, boom. Ich bin cool. Okay. Oh, anstrengend. Ich brauche mal wieder. Der perfekte Moment für Rockstar Energy. Den gibt es nicht. Der Moment ist immer da. Das ist voll gut.
Ich bin wieder zurück im Hotelzimmer. Ich habe leider auf der Con nichts weiter aufgenommen. Das liegt aber daran, dass die Karte, ich wollte was aufnehmen an meinem Stand mit der Schlange von Leuten, habe ich was aufnehmen wollen. Das sollte nicht das Letzte sein, was ich aufnehme. Guck mal, sobald da was Helleres kommt, sind wir auch heller. Im Fernseher. Im Fernseher. Wir gucken gerade Fernsehen. Später die Oscars. Aber zurück zum Thema. Die Karte war leider voll. Und ich habe aber gedacht, das Video wäre brauchbar, was ich da gemacht habe. Aber durch das Face-Tracking, ich bin kurz ein bisschen nach rechts gegangen, ist die Kamera mitgeschwenkt. Und dann bin ich zu den Leuten hingegangen, wo ich auch die meiste Zeit gestanden habe. Und die Kamera hat mich verloren und hat die ganze Zeit Leon gefilmt. Ja, aber naja, zumindest habe ich das jetzt erklärt. Wir haben gerade ganz viel McDonalds-Essen geholt, weil Vapiano zu hat. Ist ja gerade das Sturmtief hier Sabine unterwegs. Und da macht Vapiano halt zu. Ergibt ja auch so viel Sinn. Vielleicht kommen die sonst später nicht mehr nach Hause. Ach. Die haben bestimmt irgendeinen Grund. Wir verstehen den nur nicht. Ganz ehrlich, ich glaube, das ist Bequemlichkeit. So, ach komm, wir machen zu. Kommen wir weniger Leute. Lohnt sich nicht, machen wir einfach zu. Und die hier in Vapiano, in dem Restaurant selber, stehen da. Draußen gibt es so gut wie keinen Wind, wirklich. Es ist teilweise total windstill. Und sagen einfach, weißt du was? Wir machen heute früher zu. Du weißt doch gar nicht, ob das so war. Jetzt rante doch nicht. Rente. Es ist jetzt Montagmorgen. Der Sturm sieht nicht stürmisch aus, gerade von hier. Nö, easy. Würde ich sagen. Aber draußen ist schon sehr windig. Ja? Okay. Ja. Es ist windig. Gestern sind wir ja dann relativ schnell eingeschlafen, so dass ich kein Video mehr gemacht habe. Ich hätte nur noch gute Nacht gesagt. Also für gestern nochmal gute Nacht. Guten Morgen haben wir schon mal gesagt. Und wir packen gerade. Und dann fahren wir nach Hause. Und dann war das die Epicon Münster für 2020. War es schön? Ja, hat mir sehr gut gefallen. Ja, mir auch. Ich mag war ja eine auch. Stunde da. Guck mal. Mega. Ich mag ja deutsche Cons auch sehr, aber ich bin leider auf sehr wenigen deutschen Cons. Ja. Die nächste ist erst CCXP im Sommer. Ja. Ne? Und dann gibt es, glaube ich, dieses Jahr keine. Gamescom natürlich, aber das ist nicht wirklich eine Con, finde ich. Das ist eine Expo. Alles klar. So, wir fahren dann. Fahren ist langweilig. Also ich könnte vielleicht noch mal sagen, ob wir es nach Hause geschafft haben. Das ist vielleicht noch eine spannende Frage, also melde ich mich gleich nochmal.